die Elisabeth Wisniewski hier von Digitalführerschein, dem Projekt, und auch noch dem Projekt Digitale Nachbarschaft. Das ist ein Projekt von Deutschland sicher im Netz, was beides von den Bundesministerien in Deutschland gefördert ist. Und ich freue mich sehr, dass wir im ersten Teil erstmal über den Digitalführerschein sprechen. Und genau, also gerne einfach mal erzählen, wie kam es zu dem Digitalführerschein, zu der Initiative, und wo stehen Sie da momentan in dem Projekt? Ja, das Projekt ist der DESIN Digitalführerschein oder auch DIFÜ, ist eine Initiative, wie Sie sagen, entstanden von unserem Verein Deutschland sicher im Netz. Und das Ziel ist, dass wir mit dem Projekt Verbraucherinnen und Verbraucher vor allen Dingen mit ihren Digitalkompetenzen stärken. Wir haben die Zielgruppe 14 bis 99 in Deutschland. Mhm. Das ist so ein bisschen eine Albtraumzielgruppe, gerade wenn es darum geht, lebenslang zu lernen. Aber tatsächlich haben wir uns dazu entschieden, verschiedene Lernmodule anzubieten auf 3 verschiedenen Lernstufen. Also ganz egal, welches Niveau man gerade selbst mit seinen Digitalkompetenzen hat, kann man direkt bei uns einsteigen und loslegen, kann dann die Module absolvieren und wenn man möchte, am Ende für eine Abschlussprüfung sich anmelden und ein Zertifikat bei uns erwerben. Und Mhm. es zielt darauf ab, dass man wirklich die Digitalkompetenzen der Teilnehmenden stärkt. Da spielt innere Sicherheit, IT-Sicherheit, Cybersecurity spielen da ganz wesentliche Rollen. Aber wenn man bei uns diese Kurse durchläuft, merkt man das nicht unbedingt, weil wir machen nicht Angst, sondern Spaß. Und deshalb sind wir damit auch sehr erfolgreich. Also wir hatten jetzt das Projekt für 3 Jahre laufen gut und sind nach 1,5 Jahren gelauncht. Jetzt sind wir seit gut 1,5 Jahren online und Mhm. freuen uns darüber, dass wir mehr als 11.000 absolvierte Prüfungen haben. Also es kommt gut an, wird gut angenommen und da wollen wir natürlich auch gerne dran weiterarbeiten. Die DiNA oder Digitale Nachbarschaft ist eine weitere Initiative von Deutschland sicher im Netz, funktioniert aber sehr anders. Also, es ist kein Online-E-Learning-Angebot, sondern da geht es wirklich darum, digitales Engagement in der Nachbarschaft zu fördern. Die DiNA Mhm. richtet sich an ehrenamtlich Engagierte und gemeinnützige Organisationen. Wir haben, deutschlandweit 50 DiNA-Treffs, wo man wirklich in Mhm. Workshops sich trifft, ganz offline und so auch in Digitalisierung und IT-Sicherheit eingeführt wird. Wir bieten da aber auch Online-Seminare an. Und da ist eben wirklich Mhm. ganz gezielt die Idee, bürgerliches Engagement im digitalen Raum zu stärken und auch zu sensibilisieren. Ich habe hier im Ehrenamt, ich habe Mitglieder, aber trotzdem muss ich natürlich sowas wie Datenschutz auch ganz dringend beachten, damit die Leute sich gut bei mir engagieren können. Mhm. Ja, spannend. Und die Projekte, die richten sich ja jetzt nicht nur an die berufstätigen Personen, sondern das geht ja an die breite Bevölkerung. Und was nehmen Sie da vielleicht auch für Unterschiede wahr, was vulnerable Gruppen angeht, die da vielleicht auch momentan, was so digitale Teilhabe, vielleicht noch ein bisschen Nachbesserungsbedarf haben und da mehr Raum brauchen? Also beim Digitalführerschein haben wir auch, als wir gestartet sind, gemerkt, da haben vor allen Dingen eben auch Fachblätter uns aufgegriffen, die sich konkret um die Digitalisierung kümmern. Unsere ersten Absolventen waren meist direkt auf Stufe 3 im beruflichen Kontext eingestiegen. Und Mhm. das sind ja wirklich so, die haben wir intern Expertinnen, Experten genannt. Und da, also die sowieso schon unterwegs waren. Und die haben auch als erstes wirklich das Angebot genutzt. Aber unser Mhm. Anspruch war ja größer. Wir wollten ja wirklich alle erreichen und haben uns eben auch früh dazu entschieden, jetzt nicht ein DIFÜ für Schülerinnen und Schüler, ein DIFÜ für Krankenschwestern, ein DIFÜ für Führungskräfte, sondern wir haben gesagt, gut, selbst in diesen Zielgruppen ist es so heterogen, wie die Leute digital mit ihren Kompetenzen aufgestellt sind. Besser, man motiviert die Leute damit, dass man sie dort abholt, wo sie sind. Also man kann in einem Einstufungstest eine Lernstufe empfohlen bekommen, dass man weder unter Mhm. noch überfordert wird. Und man kann wählen bei uns, möchte ich das in einem beruflichen oder privaten Kontext haben. Die Kernkompetenzen sind die gleichen, die werden immer gestärkt. Die Themen sind auch die gleichen, aber wir holen die Leute in ihrer Lebensrealität ab. Es ist ja doch ein Mhm. Unterschied, ob man zu Hause sitzt, was mache ich, wenn der Router zickt, oder wenn ich auf der Arbeit bin, da sollte ich mich vielleicht eher an die IT wenden. Ähm, aber trotzdem ist es wichtig, auch einfach mal zu wissen, was ist so ein Router überhaupt und was muss ich da beachten, damit ich sicher im Netz unterwegs bin. Mhm.
Und da ist es uns tatsächlich auch gelungen, erst mit einer Offline-Kampagne auch noch die Leute mit an Bord zu holen. Wir Ah, konnten im okay. Sommer, Plakate hängen an vielen zentralen Knotenpunkten, Bahnhöfen in Deutschland, und da gab es richtig 'n Schwung nach vorn. Also, da kamen dann auch mal Mhm. die Leute zu uns. Da ist es uns gelungen, diese Brücke zu schlagen von offline zu online. Die Leute waren motiviert, und seitdem haben wir auch ganz viele Absolventen auf, Lernstufe 1, die abschließen, und freuen uns da sehr, weil das ist wirklich so die Basiskompetenz, und dann ist man gut Mhm. sicher im Netz unterwegs. Dann gibt's ja bei uns, beim Verein auch noch andere Projekte, die verschiedene Mhm. Zielgruppen, sich zur Aufgabe nehmen. Und da kann ich erzählen, also die vulnerable Gruppe, gerade was Digitales angeht, sind ja auch öfters, ältere Menschen, die sehr Mhm. verunsichert sind, wie sie sich im Netz sicher bewegen können. Da gibt's bei uns das tolle Projekt den digitalen Engel. Und hier wird ganz, Mhm. vor Ort auf Marktplätzen in Seniorenheimen geschult. Es gibt tolle Online-Angebote zugeschnitten auf diese Zielgruppe, und die haben inzwischen sich den DIFÜ auch mal vorgenommen und uns wirklich aus der Zielgruppe Feedback mit auf den Weg gegeben, sei Mhm. das sowas wie Schriftgrößen größer, hier darf nicht so viel wackeln, hier muss man noch mal anders erklären, damit auch Ältere motiviert sind, weiterzumachen. Und ich Mhm. muss wirklich sagen, da hat jetzt am Ende, auch das Gesamtkonzept wahnsinnig von profitiert. Also, der DIFÜ ist, seitdem wir mit dieser Gruppe zum Beispiel gearbeitet haben, sehr viel inklusiver und schöner für alle geworden, und da haben wir viel vor, das auch noch weiter auszuweiten. Mhm. Ja, spannend, weil das wäre jetzt vielleicht auch meine nächste Frage gewesen, wenn man vor allem mit vulnerablen Gruppen eben zu tun hat. Also häufig sind es ja dann eben auch ältere Menschen oder Menschen, die vielleicht auch Behinderung haben oder andere Beeinträchtigungen. Dann braucht es ja vor allem barrierefreie Medien und wie man sowas integrieren kann. Aber es ist interessant, wenn man dann letzten Endes ja auch durch andere Projekte dann auch profitiert und Mhm. das dann auch gleich berücksichtigt dann in die ja, anderen laufenden Projekte. Ja. Also, was da weil wir haben viele Pläne. Wir wollen auch immer besser werden und noch mehr Menschen mitnehmen. Wir sind jetzt gerade wirklich, im Gesprächen mit dem BAMF, Menschen mit Fluchterfahrung auch den DIFÜ Mhm. zugutekommen zu lassen, weil wir auch da, also, wir sind ja vom BMI gefördert, das Mhm. Projekt, und arbeiten dadurch natürlich auch viel mit dem BSI und mit den anderen untergeordneten Behörden, mit, der Polizei, die sich gegen Cybercrime engagiert, eng zusammen, und hören da, dass das tatsächlich im Netz auch eine sehr vulnerable Gruppe ist. Mhm. Und man kann eigentlich nicht abwarten, bis das Deutsch so weit ist, dass man dann auch die Digitalisierung, für Deutschland mal angeht, sondern es muss eigentlich Hand in Hand gehen. Sonst, Ja, Online-Betrügereien, wenn die Leute Geld nach Hause schicken, wenn sie einfach nicht die Informationen in ihrer Sprache bekommen, sind so anfällig für Fake News dann wieder oder ja. gehen auf unsichere, Kommunikationskanäle. Deshalb, also, da wollen wir eigentlich auch schnell mehrsprachig werden. Das wäre unser nächster großes Mhm. Projekt, was wir gerne machen wollen, dass wir den DIFÜ in mehrere Sprachen übersetzen, aber da eben auch nicht den Fehler machen wollen, einfach nur zu übersetzen. Weil ich sage mal, auch gerade was Digitalkompetenz oder der digitale Raum in Deutschland angeht, gibt es Ja. Besonderheiten. Man muss den Leuten einfach auch die Rechtssituation erklären, oder dass es bei den Deutschen, so wie Datenschutz, 'ne ganz andere Rolle spielt als in anderen Ländern. Sogar innerhalb Mhm. Europa sind da sehr große Unterschiede, auch wenn natürlich das europäische Rahmenwerk, da viel vorgibt. Es gibt so viele Besonderheiten, die man nutzen kann, um auch die Menschen gut zu integrieren, dass sie gut in Deutschland Ja. ankommen. Und da ist natürlich das Thema Teilhabe, was uns von Anfang an sehr am Herzen lag. Wir wollen da alle fit machen, damit auch wirklich Mhm. jeder, jede von der Digitalisierung profitieren kann. Dann wäre es natürlich hier auch wirklich mit der Sprache noch mal Mittel und mit dieser kulturellen Erklärung. Mhm. Barrierearm wollen wir auch mindestens werden. Das haben wir uns auch als großes Thema, vorgenommen. Da lassen wir uns auch gerade beraten, wie wir die Lehrmaterialien so anpassen können, dass sie barrierearm werden. Vieles, muss man dann streichen, was Spaß macht. Videos zum Beispiel sind wirklich so 'n Ja, Knackpunkt. Da das müssen wir uns wirklich überlegen, wie, wie die große Zielgruppe weiter Spaß hat, aber wir trotzdem eben nicht Leute da mhm. ausschließen. Das wollen wir gerne auch angehen. Wie wir das umsetzen, lassen wir uns wirklich gut beraten, aber ich glaube, wir sind da auf 'm guten Weg und wollen das gerne machen, ja. Also, wenn die Menschen, die gewisse Behinderungen auch haben, von diesen assistiven Technologien wissen, dann, ja, dann ist da schon viel geholfen, weil dann können sie das quasi auch einsetzen, wenn sie im digitalen Raum unterwegs sind. Und das andere ist bei Videos speziell über Metadaten arbeiten und Autotranskriptionen. Ja. Genau.
Und das kann ja dann auch darüber hinaus Menschen helfen, die vielleicht dann auch mal bloß so eine gewisse Zeit eine Beeinträchtigung haben oder ältere Menschen, die vielleicht dann auch Schwierigkeiten haben, beispielsweise zu sehen. Genau, also das finde ich auch spannend, dass ja eigentlich, wenn man Dinge barrierefreier macht, das ja jedem nützt oder Ja. vielen Menschen nützt. Genau, Das und ist auch offline wenn, so wie online, auf jeden ja, Fall. Ich glaube auch, da haben wir dann am Ende alle was von, wenn man da inklusiv das mitdenkt. Ist eine Herausforderung, weil es einfach nicht die Norm ist, aber ich finde, das sollte sie werden. Also das, bin da wirklich begeistert, was wir da für Feedback inzwischen auch aus unserer Community bekommen, wo es wirklich ganz konkret, das ist die Frage ist verwirrend gestellt, bis hin zu, hier ist die Schriftart zu klein. Also es ist mhm, wirklich, und am Ende profitieren alle davon. Selbst wenn jemand sich da mit so einer kleinen Schriftart rumschlagen könnte, ist auch derjenige dann froh drüber, wenn es gut lesbar ist. Also ich finde das eigentlich super. Und auch gerade wenn man dann sagt, wir machen das nochmal kultursensitiv, das funktioniert ja auch wieder umgekehrt. Da hat man dann mhm. ja auch selber wieder über sich gelernt und wie man vielleicht sensibler im Umgang mit anderen ist oder wird, wenn einem so die Standardsachen nochmal vorgeführt werden. Also ich fände das eine tolle Sache, wenn wir das bald auf den Weg kriegen. Ja, schön, super. Dann vielen Dank und dann freue ich mich, wenn wir im Austausch bleiben. Sehr gerne.